Ja, hallo und herzlich willkommen in diesem Video. Mein Name ist Florian, aka Zyrael von cyraelpiano.de und ich möchte dir in diesem Video hier zeigen, wie du innerhalb von 10 Minuten die Melodie, die ich dir eben hier davor am Anfang vom Video vorgespielt habe, wie du die selber auch am Klavier spielen kannst. Frei improvisiert, ohne Noten, einfach, du kannst dich ans Klavier setzen, wenn du das Muster verstanden hast, was ich dir in diesem Video hier zeigen werde und kannst dann diese Melodie einfach frei am Klavier spielen, kannst sogar selber noch variieren, also kannst sogar selber noch deine eigene Melodie, deine eigenen Variationen daraus machen. Das Ganze funktioniert auch, selbst wenn du blutiger Anfänger bist, also wenn du wirklich noch nie am Klavier gesessen hast, trotzdem kannst du dir dieses Video angucken und kannst das dann spielen. Also es ist wirklich eine klasse Übung, auch wenn man noch gar keine Vorerfahrung auf dem Klavier hier hat, wenn man noch gar keine Ahnung hat, wenn das hier das erste Video zum Klavierspielen ist, was du dir anguckst. Ja, genau. So viel erstmal der langen Worte. Ich würde sagen, wir starten direkt ins Video rein und ich zeige dir mal, wie das Ganze funktioniert. Wie versprochen, zeige ich dir jetzt in 10 Minuten, wie man so eine schöne Melodie auf dem Klavier spielen kann. Zuallererst, wenn du wirklich noch nie an dem Klavier gesessen hast, also ein typisches Piano hat 88 Tasten und wir haben immer 3 schwarze Tasten, 2 schwarze Tasten, 3 schwarze Tasten, 2 schwarze Tasten, die immer aufeinander folgen. Ja, also wir haben immer dieselbe Abfolge von Tasten, dieselbe Abfolge von Tönen. Letztendlich haben wir nur 12 Töne, die wir beachten müssen, ne? Und das sind die Töne von dieser weißen Taste hier vor der ersten schwarzen Taste, das ist das C, bis zu dieser weißen Taste hier. Ja, das ist das nächste C. Ist wieder derselbe Ton, C vor der ersten schwarzen Taste. Ne? Also von C bis C. Ja? Das sind erstmal die Töne, die wichtig sind. Und diese Töne wiederholen sich immer und immer wieder auf dem Klavier, nur in unterschiedlichen Tonhöhen. Jetzt ist wichtig zu wissen, wir fangen hier beim Ton C an. Das ist die Tonleiter, also die Tonart, in der wir uns hier in dieser Melodie bewegen. Und das Einzige, was du jetzt brauchst, um dieses Stück zu spielen, sind die ganzen weißen Tasten. Also du kannst jetzt die schwarzen Tasten mal völlig außen vor lassen. Ne? Wir brauchen nur diese weißen Tasten. Ne? Vom C bis zum C. C, D, E, F, G, A, H, C. Das ist die C-Dur-Tonleiter. Ne? Kannst du auch selber nochmal nachspielen, die Töne. Ja? Also C, D, E, F, G, A, H, C. Und das sind die Töne, die wir jetzt hier bei diesem Stück auch benötigen. So, und der Trick ist es, dass du hier, wenn du hier irgendwie dann auf der rechten Hand mit der linken Hand zusammenspielst, du kannst nicht falsch spielen, also du kannst dich nicht verspielen, wenn du immer im Bereich dieser weißen Töne hier bleibst. Ja, also wenn du immer im C-Dur-Bereich bleibst, der C-Dur-Tonleiter, dann wird es nie schief klingen. Das ist der Trick bei diesem Stück. Das ist eigentlich schon das Geheimnis so gesehen. Du kannst dich nicht verspielen, wenn du diese schwarzen Tasten hier erstmal einfach weglässt. Okay. Und dann fangen wir hier mit der linken Hand an. Das möchte ich dir als erstes zeigen, denn das ist die Grundlage. Und wir brauchen eigentlich nur 4 sogenannte Akkorde, ja, die hier wichtig sind. Akkorde sind immer Mehrklänge von Tönen. Ja. Das hier wäre zum Beispiel ein Akkord, ja, also wenn wir mehrere Töne gleichzeitig anschlagen. Das hier wäre zum Beispiel der C-Dur-Akkord. Und jetzt brauchen wir auf der linken Hand folgende Akkorde. Wir brauchen A-Moll, ja, das ist A-Moll, A, E und A. Wir brauchen F-Dur, F, C und F. Wir brauchen C-Dur, C, G und C. Und wir brauchen hier G-Dur, ja, G, D und G. Okay. Das kannst du dir erstmal merken, ja? Das wäre erstmal das Erste, was du üben könntest, die anzuschlagen. Also hier, du nimmst am besten, du legst die Hand ganz locker drauf auf die Tastatur, wenn du jetzt die Töne anschlägst, so, dass wirklich jeder Finger hier auf einer Taste liegt. Und jetzt nimmst du den kleinen Finger hier auf das A, den Zeigefinger nimmst du auf das E und den Daumen nimmst du wieder auf das A hier oben, ne? Diese Töne. Ne? Das A ist immer hier der Ton zwischen diesen beiden schwarzen Tasten. Also wir haben die 3 schwarzen Tasten und zwischen diesen beiden hier ist das A. Ne? Das E ist hier der erste weiße Ton nach den 2 schwarzen Tasten. Ja? Also erstmal zur Orientierung.
Dann das Ganze mit F. Ja, ich zeige es dir jetzt mal, was du spielen musst. Also F, C, F, C, C, G, C und G. Ja? Das erstmal auf der linken Hand. Okay, Klavierspielen ist viel üben. Also das müsstest du jetzt erstmal üben, das anzuschlagen, das zu spielen auf der linken Hand. Wenn du das soweit kannst, dann beginnst du beim A, ja, und spielst dann diese Folge von Tönen, genauso wie ich es hier spiele. Also du spielst genau die 3 Töne, die du schon hattest und spielst jetzt hier das H, das C und das E. Und du siehst, ich springe hier, wenn ich hier beim Daumen angekommen bin, mit dem Zeigefinger auf das H, dann hier mit dem Daumen auf das C, um dann hier wieder mit dem Zeigefinger auf das E zu springen. Mehr ist es nicht. Diese Bewegung müsstest du mir dann also nachmachen, ja? Und das spielt hier die linke Hand im ersten Abschnitt. So, und im gleichen Muster verfahren wir jetzt mit den 3 anderen Akkorden, die wir schon gelernt haben. Jetzt kommt F. Ja? Hier ist genauso den Akkord, den wir schon angeschlagen haben, und dann G, A, C. Ja? Im gleichen Muster, genau mit der gleichen Handbewegung. Dann geht es genauso weiter mit C. Ja, auch. Ich denke, das Muster sollte jetzt klar sein. C, G, C und dann D, E, G. Und zu guter Letzt auf dem G auch noch. Ja, wieder dasselbe Muster. Siehst du hier, du hast wieder den Grundakkord, den du schon geübt hast. Das G, das D und das nochmal das G und dann A, E, D. Und das ist es schon, was die linke Hand hier spielt, ja? Das ist die Grundmelodie. Und die wiederholt sich immer und immer wieder im selben Rhythmus. Ja, wir fangen immer bei A an. Dann gehen wir zu F. Dann zu C. Und dann hier zum G. Ja? So. Und jetzt hast du schon 80% der Melodie drauf. Das Einzige, was du jetzt noch machen musst, ist gleichzeitig auf der rechten Hand Töne der C-Dur-Tonleiter zu verwenden. Hatte ich dir ja gezeigt, also einfach alle weißen Tasten. Und dann kommt Folgendes zustande. Also du kannst meinetwegen damit anfangen, während du hier die linke Hand spielst, einfach einen Ton dazu zu nehmen auf der rechten Hand. Ne? Ja. Und egal welchen Ton ich jetzt hier nehmen würde, es klingt auf jeden Fall schön. Ja? Also du kannst hier quasi frei improvisieren, welchen Töne du hier mit dazu nimmst. Wichtig ist nur, du darfst nicht die schwarzen Töne mit dazu nehmen. Ne? Und du solltest auch nicht zu große Sprünge machen, sondern immer so nah beieinander bleiben. Ja? Du kannst auch mal 2 Töne hier gleichzeitig anschlagen. Geht auch alles. Hier kannst du frei improvisieren. Aber du kannst im Prinzip bei der rechten Hand hier frei entscheiden. Du bleibst einfach nur bei der linken Hand im Muster und nimmst dann halt immer mal bei der rechten Hand hier einen Ton dazu oder mehrere Töne oder spielst mal die Reihe runter, wenn du das schaffst, ja. Und schon kannst du eine wunderschöne Melodie spielen. Ich denke, die 10 Minuten sind auch schon so gut wie um, aber du siehst, es geht total fix. Du musst nur die linke Hand hier auswendig beherrschen. So, und dann spiele ich dir mal vor, wie das dann klingen kann. Ich nehme jetzt einfach immer nur einen Ton dazu pro Akkord auf der linken Hand. Ja, es war einer, genau. Ja, und dann kann man das wieder machen.
Okay, ich denke, das Prinzip ist klar. Wenn du jetzt noch das Haltepedal dazu nimmst, ja, wenn du ein Haltepedal hast am Piano, das gerne drücken und dann klingt es noch schöner, ja. Und du siehst, ich denke gar nicht drüber nach. Ich drücke einfach rechts irgendwelche Tasten, ja. Also ich drücke rechts hier irgendwelche Töne. Die sind halt alles C-Dur-Töne und alles weiße Töne hier. Und egal was ich spiele, es klingt richtig, richtig schön. Ich bleibe nur hier in der linken Hand immer in diesem gleichen Muster. Ja, und das ist es schon. In der rechten Hand bist du dann völlig frei, was du spielen möchtest. Es klingt, wie gesagt, finde ich auch schon schön, einfach nur einen Ton zu spielen. Jetzt habe ich den mal eine Oktave gespielt. Oktave heißt, ich spiele den Ton einmal hier unten, also das C einmal hier unten und gleichzeitig hier oben. Das sieht dann so aus. Musst du jetzt nicht machen, aber kannst du natürlich gerne auch mal ausprobieren. Und dann spiele ich den einfach immer eine Oktave. Und es klingt auch schön, ja? Und das ist es schon. Dann kannst du frei improvisiert quasi diese Melodie spielen. Du musst es nicht genauso spielen wie ich, du kannst es komplett auch anders spielen, du kannst es auch hier höher spielen, tiefer spielen. Wichtig ist, du behältst das Muster bei auf der linken Hand und auf der rechten Hand spielst du immer die Töne der, der weißen Tasten, also der C-Dur-Tonleiter. Ja, das war auch schon das Video. Also, wie gesagt, ne, in 10 Minuten habe ich dir erstmal alles dazu gezeigt, was man hier dazu wissen muss, zu diesem Muster, ja, wie man diese Melodie hier spielen kann, wie man da auch improvisieren kann, mit der rechten Hand ja hier auch variieren kann. Und natürlich braucht es ein bisschen seine Zeit, also du wirst es wahrscheinlich nicht gleich von heute auf morgen verstehen, auswendig können. Das ist klar, vor allem wenn du es vorher noch nie gemacht hast, wenn du vorher noch nie am Klavier gesessen hast. Aber wirklich, wenn du das einfach übst, mal Tag für Tag immer mal eine Stunde hinsetzen, dann dürftest du das ziemlich schnell drauf haben und dann kannst du wirklich hier, ja, deine Freunde, deine Familie auch damit beeindrucken und kannst einfach mal dich hinsetzen und einfach mal spielen. Ich meine, es kommt ja am Ende beim Klavierspielen auch darauf an, dass du wirklich einfach Spaß daran hast. Und ich wette mit dir, also wenn du es ausprobierst, es macht super Spaß, hier einfach ein bisschen mit diesem Muster drauf loszuklimpern. Genau. So viel erstmal zu diesem Video. Wir sehen uns dann hoffentlich in einem weiteren YouTube-Video wieder. Und ja, wenn du noch Interesse hast irgendwie an mehr, ich habe hier einen kostenlosen Online-Crashkurs zum Klavierspielen auf die Beine gestellt. Den findest du auf meiner Internetseite, also wirklich völlig kostenlos. Sogar mit einem Song mit dazu, den ich dir in diesem Kurs zeige, ja. Und den Link dazu findest du in der Videobeschreibung. Ich bedanke mich fürs Zusehen und ich hoffe, dass wir uns vielleicht irgendwann nochmal wiedersehen, wiederhören. Kannst mir auch gern was in die Kommentare schreiben und dann bis zum nächsten Mal.